Hallo Leute, beim heutigen interessanten Thema geht es um die Verlustleistungsbetrachtung des Hochtöners. Ich habe das Thema deshalb ausgesucht, weil ich in der Datenblattangabe von einem Hersteller eines Hochtöners eben 1000 Watt Verlustleistung gelesen habe. Also dieser Hochtöner soll 1000 Watt Verlustleistung handeln können. Dann ist mir eingefallen, ja, das wurde schon in den 80er Jahren, wurde das schon von einem Hersteller proklamiert. Ja, und dann dachte ich mir, okay, jetzt drösel ich das Ganze mal auf. Ich denke mir, das ist für viele andere auch interessant zu sehen, weil tatsächlich, man sieht es eigentlich schon im Titelbild, so eine Schwingspule, das ist hier in Kupferfarben, der Rest ist eher grau, hellgrau unterlegt von diesem Konstrukt, von diesem Hochtöner, aber das Kupferfarben, das soll die Schwingspule zeigen, ist eigentlich ein sehr, sehr filigranes Konstrukt und bei vielen Hochtönern mit 25 mm Diaphragma, eben Durchmesser 25 mm und dann vielleicht in der Bauhöhe 1, 2, 3 mm hoch und so wird es eben hier auch angezeigt, ist wirklich ein sehr filigranes Teil und kann tatsächlich, wenn man es wirklich als solches betrachten, kann das Ding vielleicht eine Dauerleistung, je nachdem wie es verbaut wird, ob es mit Ferrofluid noch gekühlt ist und so weiter, wie eng der Luftspalt ist, also und wie hoch die Schwingspule eben ist. Also wie die Dimension tatsächlich noch von der Höhe ist, vom Volumen, vom Kupfervolumen, kann das Ding vielleicht zwischen 5 und 10 Watt Dauerleistung ab. So, und jetzt wissen wir aber auf der anderen Seite, dass solche Kalotten, die ja sehr breit, sage ich mal, eine sehr hohe Marktpräsenz haben, dass solche Kalotten in Lautsprechern verbaut sind, die zum Teil mehrere hundert Watt abkönnen, die mit mehreren hundert Watt spezifiziert sind. Und da ist ja schon mal die Frage gegeben, wie kann denn überhaupt sowas sein? Und jetzt dieser spezielle Hersteller gibt sogar an, also mein Hochter kann 1000 Watt Verlustleistung, kann der handeln. Also wollen wir doch mal reingucken, warum ist das denn eigentlich so? Also alles, was wir jetzt betrachten werden, sind Lautsprecher, die nach dem elektrodynamischen Prinzip funktionieren. Hier ist eine Darstellung mal von den ganzen elektrodynamischen Hochtönern, bis auf Magnetostaten, die will ich mal ausklammern. Aber so diese Hochtöner, die wir haben, das sind zum einen eben Kalotten, auch Konusse mit entsprechender kleiner Schwingspule und Hochtöner-Kalotten mit Waveguides und Horntreiber, die eben auch in eine Kalotte verbaut haben. Also all solche Dinge, die schauen wir uns jetzt mal an. Das Wichtige, das Zentrale ist tatsächlich bei all diesen Bauformen, ist eine Kalotte mehr oder weniger steif und hart verbaut, mit einer kleinen Schwingspule versehen. Wie wir es hier sehen, ist eine Textilkalotte und eine kleine Kupferschwingspule mit, oder besser gesagt, auf dem Kaptonträger. Und diese Schwingspule kann bei einem so hohen Energieeintrag, wie wir auf diesem Bild sehen, zerstört werden. Also die ist einfach angelaufen, ist zu heiß geworden. Die Schwingspule besteht aus einem Lackdraht. Das ist, um die einzelnen Lagen voneinander elektrisch zu isolieren, ist da Lack überzogen über den Draht. Und wenn es zu heiß wird, quillt dieser Lack auf, macht dicke Backen und das Einfachste, was passieren kann, ist eben dann, dass die Schwingspule sich nicht mehr frei im Luftspalt bewegt, sondern eben durch dass das Volumen zugenommen hat, dass es das Kratzen anfängt. Und wenn der Energieeintrag zu groß ist, kann das Ganze sogar noch durchbrennen. Und das, obwohl ich eventuell sogar eine mehr 100 Watt Box, also eine 200 Watt Box mit einem 100 Watt Verstärker kombiniert habe. Das sagt sich so manch einer, wie kann das passieren? Also ich habe einen 100 Watt Verstärker und die Box kann 200 Watt und trotzdem ist da jetzt was kaputt gegangen. Also diese Wirkmechanismen, die werden wir dann noch im Laufe des Videos genauer betrachten. Um die Größenverhältnisse noch ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich hier eine Darstellung über Schwingspulen von Tieftöner, Tiefmitteltöner und eben Tieftönern. Man sieht einfach die Dimension 40 mm bis 100 mm im Durchmesser. Vor allen Dingen ist die Bauhöhe dann auch deutlich größer gegenüber der Kalottenschwingspule und zudem sind auch die Drahtstärken deutlich größer. Also ich habe jetzt hier auch noch mal ein Bild mit reingenommen. Unten links sieht man jetzt eben diese Kalotte, die Schwingspule der Kalotte im Vergleich eben zu Bässen oder Tiefmittelton Schwingspulen. Also da sieht man ganz klar, das ist ein ganz kleines Teil. Wenn ein Bass ein paar hundert Watt kann, dann ist das plausibel aufgrund dieser Dimension dieser Schwingspule. Aber dieses filigrane kleine Teil der Hochtonkalotte, wie soll das mehrere hundert Watt oder vielleicht sogar 1000 Watt abkönnen? Das ist schon die große Frage hier.
Ein Teil des Geheimnisses liegt natürlich in der Frequenzweiche. Also hier haben wir eine Darstellung von diesen einzelnen Frequenzen, die dem einzelnen Treiber noch zugesprochen werden. Also in Blau zeigt man, das sind die Frequenzen bis 1 Kilohertz für einen Tief-Mitteltöner. Der verarbeitet bis 1 Kilohertz die Frequenzen und dann ab 1 Kilohertz aufwärts der Hochtöner. Also das Ganze logarithmisch abgetragen. Jetzt auf der horizontalen von 20 Hertz bis 20 Kilohertz ist es eben logarithmisch. Das entspricht unserem Höreindruck, also Sinnesorgane funktionieren sowohl in der Amplitude beim Hören wie in der Frequenz eben auf logarithmischer Basis. Viele andere Sinneseindrücke eben auch, bis auf eine Ausnahme, soweit ich weiß, ist es das Temperaturempfinden, das eben linear stattfindet, ist alles andere logarithmisch. Und dann sieht man, wenn man das logarithmisch aufträgt, den Frequenzbereich, dass nicht ganz in der Mitte, aber etwa in der Mitte ein bisschen mehr, ich sag mal jetzt 55% des Anteils des Spektrums wird dem Bass zugeschrieben und 45% wird dem Hochtöner zugeschrieben. Also aufgrund allein dieser Frequenzaufteilung muss jetzt der Hochtöner schon etwas weniger als die Hälfte verarbeiten, aber es sind halt dennoch von ein paar hundert Watt etwas weniger als die Hälfte, sind dann halt doch, sage ich mal, etwa 100 Watt, was immer noch viel zu viel wäre, weil ich sage mir, mehr als 5 bis 10 Watt kann das Ding rein theoretisch an Dauerleistung nicht aufnehmen. Also sind diese 45% Anteile für den Hochtöner immer noch viel zu viel. Also muss es noch einen zweiten Aspekt geben und das sehen wir hier in diesem Spektrogramm. Wir sehen hier eine Leistungsdichteverteilung über einen Frequenzbereich, der wieder logarithmisch aufgetragen ist von 20 bis 20 Kilohertz und dann der Pegel ist hier auch wieder, wie es in der vorigen Darstellung, linear abgetragen. Was eben ganz wichtig ist, was wir hier sehen, deshalb habe ich diese Darstellung, genau diese ausgewählt, ist, dass die Leistungsdichte hin zu den Höhen abfällt und also ganz massiv die meiste Leistung im Bassbereich zwischen, jetzt gucke ich mal, 40 und 120 Hertz auftritt, dann sukzessive abnimmt über den Mitteltonbereich und weiterhin im Hochtonbereich immer weiter abnimmt. Die hellgrüne Fläche zeigt also die momentan mittlere Leistung an. Das unterliegt einer zeitlichen Gewichtung, aber das ist so die momentan mittlere Leistung und die Darstellung entspricht etwa so einem durchschnittlichen Pop-Rock-Lied, also mit eben am meisten Anteil im tieffrequenten Bereich und dann eben abfallend zu den Höhen hin. Und was wir eben auch sehen, das ist eben ganz spannend, sind die Spitzenpegel, die hier mit aufgenommen sind. Das sind so diese einzelnen Marker, die deutlich über dieser Leistungsanzeige liegen, dieser hellgrünen Fläche, sind eben diese grünen Spitzenpegelanzeigen, die aber wirklich deutlich über, gerade im Hochtonbereich, über dem durchschnittlichen Pegel liegen. Das ist das Spannende. Also jetzt beispielsweise etwa bei 4 Kilohertz haben wir einen Ausschlag, der durchaus eben in der Höhe ist wie im Bassbereich. Also es kann eben im Hochtonbereich, obwohl der mittlere Pegel nicht so hoch ist, kann es durchaus tatsächlich richtige Pegelsprünge geben, die fast so hoch sind oder vielleicht sogar höher, je nach Musikstück kann es variieren, kann sogar noch höher liegen wie im Bassbereich. Und das zeigt eben das ganz schön, also diese Spitzenpegel werden eine Zeit gehalten und eben in diesem Zeitbereich von 1, 2, 3 Sekunden, je nachdem wie man das gewichtet, dieser mittlere Leistungspegel im Hellgrün. Und da, wie wir sehen, das Hochtonspektrum etwa 10 bis 15 dB unter dem Bassspektrum liegt, benötigt natürlich der Hochtöner dann auch entsprechend deutlich weniger Leistung. 10 bis 15, also mittels, ich sag mal, 13 dB entspricht etwa ein Zwanzigstel der Leistung dann für den Hochtöner. So, und jetzt kommen wir der Sache schon bedeutend näher. Also das Produkt aus der Leistungsdichteverteilung eines Musikstücks in Kombination mit der Frequenzzuordnung einer Weiche beschreibt das System so, dass eben deutlich weniger Leistung aufgenommen werden muss vom Hochtöner. Das funktioniert dann ganz gut in der Kombination mit einer paar hundert Watt Box. Durchaus plausibel. Was aber immer noch unklar ist, wie kann so ein Hochtöner dann angegeben werden mit 1000 Watt Verlustleistung.
Also schauen wir uns mal einen Datenblattauszug von diesem Hersteller an. Ich habe 3 Dinge markiert, auf die ich dann nachher noch im Einzelnen eingehen werde. Einmal der Kraftfaktor, Force Factor, das PL-Produkt mit 4,62 Teslameter oder Newton pro Ampere. Dann habe ich Power Handling, habe ich hier mit orange markiert. Hängt natürlich von der Trennfrequenz und der Steilheit und so weiter ab, hat der Hersteller hier auch so vermerkt, depending on crossover. Dann als Nennleistung, als Nenndauerleistung wird hier angegeben, mit IEC geprüft, größer 130 Watt und die Transienten 10 Millisekunden lang mit größer 1000 Watt. Also 10 Millisekunden, das muss man dazu sagen, das ist für die höheren Frequenzen doch eine relativ lange Zeitdauer. Ich habe aus dem Datenblatt noch den Impedanzfrequenzgang rausgezogen. Das ist hier in Orange dargestellt. Und das Ganze mal bei 10 Kilohertz mir betrachtet. Also diesen Widerstandswert bei 10 Kilohertz, der ist hier an diesem einen Punkt, beträgt er nämlich genau 7 Ohm. Ja, und mit diesen Werten werde ich gleich noch ein paar interessante Kalkulationen starten. Also zum einen 10 Kilohertz hat eine Periodendauer von 0,1 Millisekunden. Das heißt eben mit anderen Worten, eine Schwingung dauert 0,1 Millisekunden lang. Und bei einer Leistungsangabe von 1000 Watt für 10 Millisekunden bekomme ich in diese 10 Millisekunden etwa oder ganz genau 100 Schwingungen mit 10 Kilohertz rein. Oder anders ausgedrückt, die 10 Kilohertz Schwingung benötigt für 100 Schwingungen 10 Millisekunden lang. Um das optisch irgendwo aufzuzeigen, habe ich hier eine Schwingung mit 15 Perioden. Um das zu zeigen, eben diese 100 Schwingungen bei 10 Kilohertz, da würde das Ganze 6,5-fach, 6 bis 7 Mal länger angezeigt werden müssen, um diese Schwingungszeit von 10 Kilohertz für 10 Millisekunden zu zeigen. Also das ist nur etwa ein Sechstel oder ein Siebtel von diesen Schwingungsamplituden, was diese 10 Kilohertz Schwingung über 10 Millisekunden lang macht. Wie kann es jetzt aber sein, dass ein Hochtöner von einer Nominalleistung, wie hier angegeben 130 oder größer 130 Watt, dann auf 1000 oder mehr als 1000 Watt angegeben werden kann? Und das Geheimnis liegt eben in dieser nur sehr kurzen zeitlichen Beaufschlagung mit dieser extrem hohen Leistung. Das will ich hier auch mit dieser Glühbirne darstellen. Es ist eben so, wer Glühbirnen von früher noch kennt, die hatten auch einen sehr schlechten Wirkungsgrad. Lautsprecher sind noch viel, viel schlechter. Also Glühbirnen hatten etwa 10% Lautsprecher. Die meisten liegen unter 1% Wirkungsgrad. Also das meiste der zugeführten Leistung wird oder Energie wird in Wärmeenergie umgewandelt, beim Lautsprecher eben wie bei der Glühbirne. Und es ist eben der zeitliche Bezug wichtig. Also wir wissen alle, wenn wir eine Glühbirne dauerhaft eingeschaltet haben, kann man sich die Finger verbrennen. Man muss also warten, bis sie abgekühlt ist. Wenn ich aber nur kurz einschalte und wieder ausschalte, wird die maximal leicht warm oder warm und ich kann sie gut in die Hand nehmen. Also dieser zeitliche Bezug ist eben ganz wichtig und das ist eben mit diesen 10 Millisekunden definiert. Da kann eine sehr hohe Leistung auf die Schwingspule gegeben werden und in dieser kurzen Zeit wird die Schwingspule eben nicht so heiß oder dreht nicht so eine hohe Verlustleistung auf, dass die Schwingspule dann defekt wird. Also hier nochmal zur Erinnerung, bei einer zu hohen Dauerleistung verbrennt eben die Schwingspule. Hier habe ich mal eine kleine Übersicht, wodurch elektromechanische Bauelemente denn defekt werden können. Einmal durch eine zu hohe Spannung, dann durch Durchschlag. Also wenn die Spannung sehr, sehr hoch wird, dann schlägt es auch zwischen Leitungen zum Beispiel durch. Und dann eben das andere wäre, wenn der Strom zu hoch wird, dann wird die Leitung wie eine Sicherung durchschmelzen. Wenn dann das Produkt aus Spannung und Strom, wenn die Leistung dauerhaft zu hoch wird, dann führt es zu einer Überhitzung. Dann kann eben was verbrennen, abkochen, verbrennen, was auch immer. Oder aber die Kräfte werden aufgrund von Spannung und Strom beziehungsweise hier bei einer
Schwingspule aufgrund von Strom werden die Kräfte viel zu groß und das könnte zu einer Deformation oder zum Defekt führen, Anschlagen oder solche Dinge. Nur um das mal zu verdeutlichen, hier welche Kraft auftreten kann bei diesen 1000 Watt. Das wären nämlich 55 Newton, also es ist schon eine recht hohe Kraft auf diese kleine Schwingspule. Und wenn ich dann zum anderen noch die Spannung betrachte, also die Peak-Peak-Spannung bei dieser Leistung von 1000 Watt und bei diesen 10 Kilohertz ist ja ein Widerstandswert von 7 Ohm. Wenn ich da mit diesen 7 Ohm und diesen 1000 Watt kalkuliere, dann bekomme ich bei 1000 Watt dann die Peak-Peak-Spannung, Spitzenspannung von 236 Volt. Ja, und das recht Interessante an der Stelle ist eben 1000 Watt Verstärker gibt es durchaus. Ja, jeder von uns kennt diese High-End-Boliden, also die haben 1000 Watt, manche sogar noch mehr. Und wenn die dann eine Spitzenspannung von 236 Volt eben oder vielleicht noch eine höhere Spitzenspannung ausgeben können, dann ist das oftmals gar nicht in unseren Köpfen hinterlegt, was da eigentlich passieren kann, weil diese ganzen Terminals, diese Anschlussterminals vom Verstärker am Lautsprecher, die Kabelklemmen, das ist meistens eben nicht isoliert, das ist unisoliertes Material. Und wenn tatsächlich einer bei einem laufenden Musikstück den Volumeregler voll aufdreht, dann haben wir mit extrem hohen Spannungen an der Stelle zu tun, die wirklich lebensgefährlich sind. Da macht sich so manch einer keine Gedanken. Ich meine, es kommt natürlich äußerst selten vor, dass der Volumeregler aufgedreht ist, das Musikstück läuft, ein Kabel angeschlossen ist zum Beispiel, eben nicht mal ein Lauter, nur das Kabel angeschlossen ist und es irgendjemand an die Kabelenden fasst. Aber man kann's, wenn man das so sieht, man sollte das auf jeden Fall berücksichtigen. Also Leute, was sowieso die meisten wahrscheinlich tun, immer Verstärker schön ausschalten, wenn ich da am Rumhantieren bin. Ja, und jetzt am Ende sehen wir eben, so ein Hochtöner kann kurzzeitig sehr, sehr viel Leistung, zwar eben nicht dauerhaft, aber kurzzeitig. Und das ist eben auch ganz wichtig, weil im Musikspektrum zwar die Höhen unterrepräsentiert sind oder die Leistungsdichte geringer ist, aber es durchaus immer Spitzen gibt, die eben eine Vollaussteuerung verlangen, also einen sehr hohen Schalldruck verlangen. Die sind aber zeitlich eben sehr kurz und dadurch macht auch so ein Messen mit einer so hohen Leistung über kurze Zeit durchaus Sinn und diese Werte sind absolut plausibel, kann ich so bestätigen und ja, damit wäre eigentlich das soweit geklärt. Ein Hochtöner kann dauerhaft nur ein paar Watt, aber sehr kurz eben sehr, sehr viel mehr und vielleicht sogar bis zu 1000 Watt. Also eins muss ich für die Vollständigkeit halber doch noch erwähnen. Der Hochtöner wird natürlich, was die Leistung anbetrifft, diese Spitzenleistung, diese 1000 Watt für 10 Millisekunden, der wird es stromseitig abkönnen, der wird es leistungsseitig abkönnen, diese Spitzenleistung, der wird es mechanisch abkönnen. Aber was er sicher nicht kann, ist das einen sinnvollen Schalldruck, also in eine sinnvolle Strahlungsleistung umzusetzen, weil wenn wir davon ausgehen, so ein Hochtöner und dieser hat eben auch 92 dB Wattmeter, das ist so ein sinnvoller Wert. Manche können ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, aber der hat 92 dB Wattmeter. Wenn wir den mit 1000 Watt beaufschlagen, dann wären das 30 dB Schalldruck erhöhen und das wären auf diese 92 dB plus 30 dB wären das eben in Summe 122 dB, genau, und das ist für mich jetzt sehr unrealistisch, weil die besten Kalottenhochtöner, die ich so kenne, die liegen so bei vielleicht so 115 dB plus vielleicht ein paar dB. Also wenn, dann wäre das eine sehr, sehr gute Leistung, dann wäre das tatsächlich eine Ausnahmestellung für diesen Hochtöner. Also wenn man solche hohen Spitzenpegel erreichen will, dann greift man dann eventuell dann auf ein Horn zu. Vielleicht machen das noch ein paar AMTs, größere AMTs, das ist durchaus möglich, aber
mit einer Kalotte würde ich das nicht mehr versuchen. Also viele Kalotten sind so mit 105 bis 110 dB schon durchaus bedient. Und wenn es mal ein sehr guter ist, 115 vielleicht ein bisschen drüber, aber diese 122, das ist ein Punkt, der für mich jetzt nicht so plausibel erscheint. Aber von der Leistungsseite her passt das, und das sind vielleicht dann auch Spitzen, die irgendwo vorkommen. Vielleicht auch vorkommen durch das, dass noch irgendeine Klangregelung mit im Spiel ist, die man vergisst auszuschalten bei hohen Lautstärken, die eher dann für leise Musik gedacht sind, und man vergisst es auszuschalten, zu deaktivieren, dreht den Volumeregler auf, und dann habe ich einfach durch den Klangregler noch eine Erhöhung von 6 oder 12 dB, und das ist dann schon massiv, was dann zusätzlich auf den Hochtöner zukommt. Aber das soll es mal für heute gewesen sein. Das ist wieder ein Thema, vielleicht für ein neues Video. Ah nein, stopp. Wer lange genug sucht, findet doch noch was. Also hier in der Darstellung sieht man tatsächlich, der Hersteller hat von 1 bis 1000 Watt den Schalldruckpegel aufgenommen, und man sieht echt, oberhalb von 10 Kilohertz macht das Ding 122 dB-Wattmeter. Das Ganze wurde gefiltert, das ist eigentlich echt schade, also mit 4,7 μ und 15 Ohm parallel zum Hochtöner, nehme ich mal an. Wurde ein Filter erst zur Ordnung gesetzt, was ich jetzt schade finde, weil ohne Filter hätte man tatsächlich gesehen, wie der sich nach unten hin, der Schalldruckpegel garantiert reduziert, weil jeder Treiber benötigt einen größeren Hub zu tieferen Frequenzen hin, also einen deutlich größeren Hub, und von dem her wäre sicher auch der Schalldruckpegel nicht bis zu tieferen Frequenzen so aufrechtzuerhalten gewesen, unabhängig eben jetzt von dem Filter. Und was wir hier noch ganz schön sehen, also er macht einfach, nachdem dieser Tonburst von 10 Millisekunden, also 10 Millisekunden dieser Hochtöner beaufschlagt worden ist mit einer hohen Leistung von dann 1000 Watt am Ende, wird Signal-Pause-Verhältnis von 1:50 gesetzt. Das heißt, die Leistung wäre dann über einen gewissen Zeitraum gemittelt, wäre dann ein Fünftel, wären dann von 1000, 15, 20 Watt. Halte ich immer noch zu viel für einen Hochtöner, kann er sicher nicht dauerhaft aushalten, so eine Kalotte, eben vielleicht 10 Watt. Wenn dauerhaft ein Signal anliegen wird, das ist noch realistisch. Und eben, ja, man sieht bis 122 dB oberhalb von 10 Kilohertz, wunderbar. Darunter, die schreiben zwar keine Kompression zu sehen, genau bei 10 Kilohertz, denke ich, sehe ich doch eine leichte Kompression. Aber man sieht halt, das ist ein toller Wandler, also oberhalb von 10 Kilohertz machen die das, also 28 mm Kalotte schaffen die das mit diesem kleinen Hub, das ist schon mal ganz gut zu sehen, zu wissen. Darunter wird der Schalldruck eben auch unabhängig vom Filter abnehmen müssen, weil einfach der Hub sich erweitern müsste, um diesen Schalldruckpegel bei niedrigen Frequenzen aufrechtzuerhalten. Und dann ist es eigentlich realistisch, wenn man sagt, okay, bei 5 Kilohertz beispielsweise hätte so ein Treiber vielleicht tatsächlich noch oberhalb 110, vielleicht noch 115 dB Schalldruckpegel, Maximalschalldruckpegel. Und je weiter ich runtergehe zu niedrigen Frequenzen, reduziert sich es halt immer weiter, und viele Kalotten werden dann ab 2,5, 3 Kilohertz schon eingesetzt. Da habe ich dann vielleicht 108 oder 110 dB Spitzenschalldruck. Ja, also jetzt aber genug des Ganzen, aber es ist nochmal ganz toll zu sehen, Spitzenschalldruck bei sehr hohen Frequenzen machbar, darunter wäre es nicht mehr machbar, da wäre dann so ein Wellenleiter, also so ein vorgesetztes Horn, also so einen Waveguide, so jetzt habe ich es. Also damit ließe sich der maximale Schalldruckpegel in die tieferen Frequenzbereiche sicher aufrechterhalten oder ein gutes Stück aufrechterhalten, weil einfach mit diesem Waveguide der Wirkungsgrad eben ansteigt. Aber gut, das soll es jetzt wirklich für heute gewesen sein, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.